Eine Woche Trainingslager ist rum. Wie zufrieden bist du? Ja, ich bin sehr zufrieden. Wir haben zwar noch eine Einheit jetzt am Nachmittag, aber bis jetzt sind alle Jungs fit geblieben. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Haben trotzdem sehr, sehr intensiv gearbeitet. Also das, was in der zweiten Vorbereitungswoche eigentlich das Wichtigste ist, dass man diese physische Belastung gut abdeckt. Das haben wir gut hinbekommen. Und auch im taktischen Bereich sind wir, glaube ich, einen Schritt weitergekommen. Mit dem Testspiel war ich über weite Strecken einverstanden, auch wenn noch nicht alles auf dem Niveau ist, wie es das in der Saison sein muss. Aber ich glaube trotzdem, dass Dinge klarer geworden sind. Wir dann doch auch Dinge, gerade auch im Ballbesitz, nochmal klarer bekommen haben. Auch in den defensiven Abläufen war eine Entwicklung zum ersten Testspiel zu sehen und trotzdem müssen wir uns da noch steigern. Und deshalb insgesamt ist der Eindruck sehr positiv. Die Gruppe präsentiert sich gut. Ich bin zufrieden mit dem Verlauf des Trainingslagers. Konntest du genau das umsetzen, was du dir vorgenommen hast vor der Woche? Wahrscheinlich schon, aber gab es noch mal wie ein, zwei Stellschrauben, die du ändern musstest? Natürlich passt man immer auch Dinge an. Es war jetzt durchaus so, dass wir aus dem Toulouse-Spiel noch den einen oder anderen defensiven Schwerpunkt mitgenommen haben, den wir heute Vormittag noch mal trainiert haben. Ansonsten hätten wir die Einheit heute ein bisschen anders gestaltet, aber es war mir einfach noch mal wichtig, da Klarheit reinzubekommen. Und ansonsten, ja, man passt immer mal Details an, passt Übungen an natürlich, obwohl man alles dann im Vorwege auch klar geplant hat, verändern sich dann doch immer noch mal Sichtweisen, Dinge oder man muss die Belastung ein bisschen anpassen, aber insgesamt ist es schon bis zum jetzigen Moment sehr nach Plan gelaufen. Und kannst du dir auch bestätigen, der Eindruck für uns war, Trainingslager mit Ole Werner heißt hohe Intensität, aber auch absoluter Fokus. Ja, das ist gut, wenn das so wirkt und dann ist das auch meine Wahrnehmung. Also das deckt sich. Die Jungs haben hervorragend mitgezogen, waren sehr, sehr konzentriert bei der Sache, versuchen die Dinge umzusetzen. Man merkt, dass wir einen hohen Konkurrenzkampf haben, das ist auch wichtig. Die Jungs sind extrem leistungsbereit, top professionell, das gilt für alle. Und deshalb war das ein sehr konzentriertes Trainingslager, ein sehr intensives Trainingslager. Aber ich hoffe, es hat hier und da auch mal Spaß gemacht und ich habe die Jungs auch ab und zu mal lachen sehen. Also das ist ein ganz gutes Zeichen. Wir auch das ein oder andere Mal. Jetzt hast du die Möglichkeit natürlich schon gehabt, in Leipzig die Jungs kennenzulernen. Trotzdem ist natürlich so ein Trainingslager noch mal enger, intensiver, schweißt zusammen. Hast du irgendwas Neues gelernt über deine Jungs? Man lernt jeden Tag von jedem einzelnen Charakter, man erlebt sie in unterschiedlichen Situationen, man beobachtet jetzt in dem Moment noch viel, spricht natürlich auch mit den Jungs immer wieder mal zwischen Tür und Angel, mal über Fußball. Insofern gewinnt man schon einen Eindruck, aber in dieser zweiten Woche ist es dann trotzdem noch so, dass man auch viele Dinge beobachtet, ein Gefühl bekommt auch darüber, über die Dinge, die man sieht und das ist immer wieder sehr aufschlussreich und trotz alledem, so wie ich es auch eben gesagt habe, wir haben eine Mannschaft, die extrem leistungsbereit ist, sich sehr, sehr gut auf die Dinge vorbereitet, wirklich einen hohen Anspruch an sich selbst und auch an die Dinge drumherum hat. Und das ist das, was mir gefällt, was auch wichtig ist, um erfolgreich zu sein. Und da habe ich dann auch im Trainingslager nichts anderes kennengelernt als zuvor in Leipzig. Und ich hoffe, dass sich das so fortsetzt. Gab es in der Woche ein Highlight für dich, neben den 7 Toren gegen Toulouse natürlich? Ja, das Highlight ist, dass bis zum jetzigen Tag alle fit geblieben sind. Das ist das, was so mein großer Wunsch auch vor dem Trainingslager war, weil es, wie gesagt, für mich das absolut Entscheidende ist, dass wir alle Jungs gut vorbereiten, körperlich gut steuern, dass sie dann auch wirklich nach Möglichkeit in 3 Wochen da sind, wo sie sein sollen, wenn die Pflichtspiele losgehen. Und das ist eigentlich mein Highlight soweit. Du sprichst den Pflichtspielauftakt an gegen Sandhausen im Pokal. Worauf liegt der Fokus jetzt auch in der Arbeit mit den Jungs in den nächsten 2 Wochen zurück in Leipzig? Ja, in den nächsten 2 Wochen liegt der Fokus noch ganz klar auf unserem eigenen Spiel. Es sind noch 2 Vorbereitungswochen oder 1,5 jetzt noch vor Bergamo und vor Lens. Da werden wir uns um unsere eigenen Themen kümmern und dann auch in einen normalen Rhythmus kommen. Und auch in der ersten Woche vor Sandhausen wird es natürlich wie immer sehr viel um unser eigenes Spiel gehen. Aber natürlich wird dort auch eine Gegnervorbereitung stattfinden, weil natürlich sind wir Favorit, natürlich wollen wir weiterkommen. Natürlich ist es unsere Aufgabe, der wir auch gerecht werden wollen. Trotzdem ist es halt das erste Pflichtspiel der Saison. Ein Gegner, der sicherlich eine Überraschung hervorrufen will. Und da werden wir uns natürlich so vorbereiten, dass es nicht passiert. Wir freuen uns natürlich drauf, wenn es dann richtig losgeht. Wir freuen uns aber natürlich auch sehr auf den Samstag. Wie sehr freust du dich auf dein Heimdebüt in der Red Bull Arena vor deinen Fans gegen Bergamo? Ja, ich freue mich, dass wir vor unseren Fans dann uns diese Saison das erste Mal präsentieren mit den Neuzugängen, mit der neuen Mannschaft. Ist immer was Besonderes in der Saisoneröffnung. Gerade wenn man neu dazukommt, sich das erste Mal dann auch vor den eigenen Fans in Leipzig zu präsentieren. Das Stadion kenne ich schon von den Auswärtsspielen, habe die Stimmung immer als sehr stimmungsvoll wahrgenommen und waren eigentlich immer coole Spiele von der Atmosphäre. Und jetzt auf der anderen Seite zu stehen, darauf freue ich mich. Und einen Vorgeschmack der Stimmung, die dann in den Pflichtspielen kommt, bekommen wir dann schon mal am Samstag. Das ist etwas, worauf man sich freut. Sehr gut, dann sehen wir uns alle Samstag und Ole, auch dir nochmal vielen Dank für die gemeinsame Arbeit in der Woche. Hat Spaß gemacht. Ebenso, ne?